Hello, everybody. Guten Abend, alle zusammen. This is Venerable Chunzum from New York City. Also ich bin Venerable Chunzum, live aus New York. Yeah, and I've been here in, this is where I met Geshe Michael in New York City. Und hier habe ich auch Geshe Michael kennengelernt in New York City. Many years ago when he moved to my neighborhood. Also das ist viele Jahre her, wenn er in meine Gegend gezogen ist. And that was during the ACI courses that he did in New York. Und das war während den ACI-Kurse, die er damals in New York gegeben hat. And after that, I studied at Diamond Mountain, the advanced series with him. Und nachdem ich das studiert habe, habe ich mit ihm in Diamond Mountain die fortgeschrittene Kurse mit ihm studiert. And after completing those 6 years, und 6 Jahre absolviert habe, then I did the 3-year silent meditation retreat. Dann habe ich ein 3-Jahres-Retreat, ein stiller Retreat auch abgeschlossen. Right. And now I'm back in New York City. Und jetzt bin ich wieder zurück in New York. And happy to be here with you in Germany. Und ich freue mich jetzt hier bei euch zu sein in Deutschland. And hope to see you at the end of this year again. For those that I've seen in Berlin. Und ich hoffe, dass wir uns Ende des Jahres auch wiedersehen, weil ich habe einige gesehen von Berlin. With the DCI training that we've been doing there. Beim DCI-Training, was wir dort auch durchführen. Great. So this subject that we've been studying in the Lam Rim. Also das Thema, das wir im Lam Rim studieren. To me is very pertinent, very direct to what is happening today in the world with the health crisis. Das Thema hängt sehr mit dem zusammen, was gerade in der Welt passiert mit dieser Gesundheitskrise. So we are very fortunate to have these teachings right now. Also wir können sehr dankbar sein, dass wir gerade jetzt diese Lehren haben. So I hope that everybody is taking time every day during this course to be happy about that. Also ich hoffe, dass jeder sich die Zeit nimmt, jeden Tag ein wenig Zeit, um den Kurs zu studieren und auch sehr glücklich darüber ist. It's really incredible that we can have these ways of understanding and thinking influence us today. Also es ist wirklich unglaublich, dass wir jetzt diese Art von Denken haben, die unser ganzes Leben heute sehr beeinflussen wird. Sometimes it saddens me very much when people don't have this opportunity like we do. Also manchmal macht es mich traurig, wenn ich sehe, dass viele Menschen um mich herum diese Möglichkeit nicht haben. During a time like it is now, especially. Also während diese spezielle Zeiten. So how can we also, not only that we deeply appreciate these teachings that we're receiving in the Lam Rim. Also wir schätzen diese Lehren auf eine sehr tiefe Ebene, diese Lehren vom Lam Rim. How can we skillfully help others with these teachings? Und wie können wir jetzt andere Leute damit helfen? Many people may not have the same belief and understandings that we do. Also viele Leute um uns herum haben nicht denselben Glauben oder denselben Maß an Verständnis, was wir haben. Even though they are going through the same experiences, like right now, almost everybody in the world is experiencing the same sufferings. Also auch wenn alle Menschen um uns herum durch das Gleiche gerade gehen, sie erleben das gleiche Leiden wie wir, alle gemeinsam. We know that that is true, regardless of a health crisis. Also wir wissen, dass es wahr ist in Bezug auf diese Gesundheitskrise.
but it's very apparent and very clear that this is a truth right now. Und es ist sehr klar, dass das jetzt die Wahrheit ist. And we hear many people talking about that, Und wir hören sehr viele Menschen darüber reden, how we are in this together, how we are all experiencing the same kind of suffering. Sie reden darüber, wie wir alle in dieses Thema gemeinsam drinnen sind, und wir reden ja alle auch darüber. From a disease that has no discrimination. Da geht es um eine Krankheit, die keine Diskriminierung betreibt. And it has brought a big sense of equanimity to people. Und es hat uns eine Art Gleichmut oder Gleichheit gebracht unter den Menschen. And this has been an incredible teaching for myself to see it in action. Und das ist für mich eine sehr große Lehre, es einfach jetzt in der Welt so zu beobachten. Unfortunately, it is the negative, the suffering that we are all sharing. Leider ist es diesmal das Negative, das Leiden, das wir alle gemeinsam teilen. But it has brought out the positive, that we all have the same, the love that we have for others. Und es bringt uns ja alle das Gleiche, dass wir die gleiche Liebe für den Mitmenschen spüren. The equanimity and kindness is incredible. Also die Gleichheit in Freundlichkeit, in Güte ist unglaublich. Many people have discovered that kindness is the core of how we will survive this pandemic health crisis. Also viele Menschen haben jetzt entdeckt, dass Freundlichkeit oder Güte andere Menschen gegenüber, das ist, wie wir gemeinsam diese Krise überstehen können. So we have a deeper understanding of how that kindness can help others by planting seeds. Also wir haben ein tieferes Verständnis, wie diese Freundlichkeit anderer Menschen gegenüber Samen pflanzen kann. So it's a time when we are very fortunate to use our deeper knowledge. Also in dieser Zeit können wir wirklich glücklich darüber sein, dass wir dieses tiefere Wissen verwenden können und anwenden können. And how can we help others do the same? Und wie wir andere damit helfen können, das Gleiche zu tun. Because my fear, as I see the extraordinary kindnesses that are happening, especially in New York, it's a very unique situation. Also meine Angst ist, wenn ich diese Güte anschaue, speziell in New York, weil da ist es wirklich eine sehr grenzwertige Situation im Moment. When we come to the other side of this health crisis, when we find our medicines to help with this. Also wenn wir auf die andere Seite von dieser Krankheit kommen und dann vielleicht eine Medizin dagegen finden. My fear is that all the kindness will go out the window. Und meine Angst ist, dass dann plötzlich die ganze Güte und Freundlichkeit anderer Menschen gegenüber sofort durchs Fenster weggeworfen wird. It's an expression. You have the same expression, out the window? Yes. So how can we sustain this kindness and this love that we have for everyone without discrimination now, because we experience the same? Also jetzt ist die Frage, wie können wir diese Güte und diese Freundlichkeit weiterführen, weil wir jetzt alle das Gleiche ja erfahren. So that's where I think this particular course of the Lam Rim is going to help us. Und da wird uns jetzt dieser Kurs des Lam Rim uns dabei helfen. So because we have been talking about particular seeds that we plant now. Und wir haben jetzt gesprochen, dass wir jetzt bestimmte Samen anlegen oder anpflanzen können. And how it affects our next life, right? Und wie das dann unser nächstes Leben beeinflussen wird. Richtig?
But I want to come back and say, how is it going to sustain in this life now? Ich möchte jetzt kurz darauf zurückkommen, wie uns das jetzt in dieses Leben helfen kann. So if we can do that, take this powerful love and kindness that everybody is doing right now. It's amazing, actually. Also wie wir jetzt dahin zurückkommen, dass wir diese Güte und diese Freundlichkeit anderer Menschen gegenüber jetzt anschauen, und das ist wirklich etwas Großartiges, was jetzt auch passiert. So how can we make sure this continues in this life? And then we can understand a little bit better about how it works going to the bardo and to the next life. Und wenn wir dann uns anschauen, wie wir diese Güte jetzt weiterführen können, und das wird uns helfen, wenn wir dann nachher ins Bade kommen und in unsere nächste Geburt wieder weiterleben. Mm-hmm. So for me, that seems very practical. Also für mich erscheint es sehr praktisch. And it may help me to answer some of my questions that I have about what I can do to make a better next life Und es and hilft to guarantee my better next life. Und es hilft mir, eine Antwort zu finden auf die Frage, die ich jetzt habe, wie ich ein besseres Leben für meine Zukunft schaffen kann. So I did get some of the questions that you sent over, Marcus. Also ich habe einige Fragen bekommen, Markus, die ihr mir schon von vornherein geschickt habt. And we could look at some of those questions, but I want people to be thinking of other questions that might come. Also wir werden jetzt einige Fragen beantworten, aber ich ermutige euch auch über andere Fragen zu diskutieren, die jetzt gerade bei euch aufpoppen. Because that, I think as we talk more about how we could sustain the good seeds that we are planting now for this life, also wenn wir jetzt darüber reden, wie wir die guten Samen, die wir jetzt in diesem Leben pflanzen, then maybe my fears or my and my hopes for the next, for myself, the next life for me or for my loved ones, I can help more. Und da wird auch die Angst und die Hoffnung, das wird ja positiv beeinflusst für mein zukünftiges Leben, aber auch für die zukünftige Leben meine Verwandten. So just to start by thinking about the good things that I have done in the past couple of weeks. Und jetzt halten wir kurz an bei all diese guten Dinge, die wir in den letzten Wochen durchgeführt haben. If I was able to look at the good things I did last week, it means I must have done it last month, last year, last life. Und wenn ich jetzt an die guten Dinge denke, die ich letzte Woche gemacht habe, dann bedeutet das, dass ich ja auch im letzten Monat, letzten Jahr oder in mein letztes Leben gute Dinge gemacht habe. And if I look at that momentum of how I keep doing something kind for my neighbor, und wenn ich mir das Momentum anschaue, wo ich ja einfach was Gutes für meinen Nachbar mache, this becomes one of the greatest habits I can have. Und das wird eine großartige neue Gewohnheit, die ich haben kann. Oder die ich haben will. Just being able to watch myself do kindness. Dass ich es einfach schaffe, mich selbst anzuschauen, wie ich andere Menschen helfe und wie freundlich ich zu anderen Menschen bin. When I do it in action. Also wenn ich es wirklich tatsächlich tue. When I am thinking about my past kindness that I did. Und wenn ich über die vergangenen gute Taten nachdenke. And then when I share in words with my friends. Und wenn ich darüber spreche und es teile mit meinen Freunden. To come together and rejoice about the kindness. Und dann kommen wir zusammen und dann rejoicen wir über die Güte, die wir getan haben. This reminds me how I can do those kinds of actions today. Also das erinnert mich daran, dass ich diese Aktionen wieder heute ausführen kann. If I did it once, I could do it twice. I could do it 3 times. I could do it 4 times, right? Also wenn ich es einmal machen kann, dann kann ich es auch 2-mal oder 3-mal oder 4-mal machen. Richtig?
So then this brings us, if we keep doing that, this brings us closer to the time of death. Und wenn ich das immer weiterführe, dann bringt mich das immer näher zum Zeitpunkt des Todes. And these are the habits I want to have in my mind at that moment. Und das sind genau die Gewohnheiten, die ich in meinem Geist haben will, zu diesem Zeitpunkt. So how can we use what's happening today to help us? Also wie kann ich jetzt das verwenden, was ich heute habe? So maybe if we look at the questions that we had from last week, maybe in a little different light. Und jetzt können wir uns die Fragen anschauen in ein etwas anderes Licht. Die Frage von letzter Woche. I think not so hard to do right now. Ich glaube, es ist jetzt nicht so schwierig, das zu machen. As we keep seeing a lot of death around us right now. Weil wir uns gerade sehr viel Tod sehen. And it reminds us of our own death and the fears we have. Und das erinnert uns an unseren eigenen Tod und an diese Todesängste, die wir selbst haben. We are being reminded of this all the time. Stay at home, stay at home. We are surrounded by this fear. Also wir werden jetzt ständig daran erinnert, zu Hause zu bleiben und wir werden wirklich ständig an diese Angst erinnert. And at this moment, it's a choice. Do I stay at home to protect you or to protect me? Und jetzt ist die Frage, bleibe ich jetzt zu Hause, um mich selbst zu schützen oder um den anderen zu schützen? How can we make it both? Wie können wir jetzt beides machen? And this is something that I have been thinking a lot about here. Und hier habe ich lange darüber nachgedacht. And it's our small moments of a different motivation that can make a big difference. Und da geht es um ein kleiner Moment einer etwas anderer Motivation, was einen riesen Unterschied machen wird. So that's something I just wanted to share with you of how we can rejoice at these small moments of motivation. Und das ist etwas, was ich jetzt mit euch gerne teilen möchte, diese kleinen Momente der Motivation. So I look at the good actions I'm doing. Also ich schaue mir die guten Dinge an, die ich gemacht habe. Underlying the action is the motivation. Und unterhalb von meiner Aktion liegt ja die Motivation. And this is something that we know from our teachings that we have been studying. Und das ist das, was wir wissen von unseren Lehrreden, die wir studiert haben. Not only that, but these are things that will help us to sustain this kindness for a longer time in our lives. Also nicht nur das, auch die Teachings werden uns helfen, dass wir diese Freundlichkeit jetzt fortführen während unser ganzes Leben. Yeah, because just reacting in kindness, which is beautiful, Also, like people are doing now, excuse me? just reacting with kindness right now, as people are doing, Also das Reagieren mit Freundlichkeit, was wir jetzt gerade machen, without looking at the layers of our motivation, our understanding of what it will bring. also ohne auf unsere unterliegenden Lagen zu schauen, unsere Motivation, was es dann uns in der Zukunft bringen wird. We have that gift in these teachings, and that will help us to sustain this all the way to the moment of death and the bardo and the next life. Also das ist das große Geschenk von diese ganzen Lehrreden, dass wir das Gefühl haben, wenn wir dann nachher zum Zeitpunkt des Todes oder wenn wir im Bardo sind oder im nächsten Leben ankommen. Because otherwise, as soon as we are allowed out of our homes here to go back to work or whatever, school and so on, Also sobald wir nachher außer Haus wieder gehen dürfen, zurück zu der Arbeit oder zurück zur Schule, we will forget this fear. We will forget this moment and just start acting with our other habits. dann werden wir vielleicht wieder darauf vergessen, auf diese Gewohnheit und wir werden unsere alte Gewohnheiten wieder aufnehmen. And mainly self-cherishing, probably. Die hauptsächlich ich bezogen ist, wahrscheinlich.
So when it comes to, I think one of the questions that someone was asking, Also wir kommen jetzt zu einer Frage, die jemand gestellt hat. let's see. Also lass mich mal schauen. Which one? If the seed at that from the thoughts that we have in our mind at the time of death, Also es geht jetzt um den Samen, den wir haben im Moment des Todes, den Samen, den wir gerade im Kopf haben, also in unseren Gedanken. is the thoughts that will propel us to the next life. Also das ist der Gedanke, der uns quasi ins nächste Leben schießt. And in the teachings, Geshe Michael spoke a lot about how we can help somebody at their time of dying. Und in den ganzen Lehrreden von Geshe Michael, da hat er sehr viel darüber gesprochen, wie wir auch andere Menschen helfen können, die gerade im Sterben sind. And I know he did a meditation where you were at the bedside of somebody you love. Und da hat er eine Meditation gemacht, wo du am Bett sitzt, neben einer Person, die du liebst. And you try to help them to think of these positive and kind things in their life. Und du versuchst sie dann zu helfen, indem sie sich daran erinnern, welche gute Dinge und gute Aktionen sie in ihr Leben durchgeführt haben. And how this can be helpful to opening the seeds in their mind to be thinking of these kinds of thoughts as they go to the next life. Und das kann diesen Menschen wieder helfen, genau in dem Zeitpunkt einen guten Samen zu öffnen, was ihnen dann hilft in ihr nächstes Leben. So I have a question. When you are with your friend who is not dying, just a friend who is very upset. Also ich habe jetzt eine Frage, wenn ihr gerade bei einem Freund seid, der gerade stirbt Or very afraid, wo- of something. und der ist jetzt gerade sehr ängstlich über etwas. And you try to talk to them and to give and to share your wisdom and to share these ideas. Und du wirst jetzt oder willst jetzt mit dieser Person dein Wissen teilen und deine Ideen diesbezüglich teilen. Do they always listen? Hören sie immer zu? Right. So now we come to the question, then are they listening to me now as they are dying? Also da kommen wir jetzt zu die Frage, hören sie uns zu, während sie sterben? Right? This is a question. Das ist die Frage. And then also it's sure, then I can hope that they hear something, right? Also natürlich, ich hoffe, dass sie etwas hören von unseren Worten. So this to me gives me idea, because I bring it now to you. How did you talk to your friend now who's not dying? Also das bringt mir jetzt zu der Idee, da kommt mir jetzt die Frage, wie redest du mit deinem Freund? So if you really want to help people in this greatest moment of fear, when you are about to, this life is about to end for you. Also wenn du jetzt wirklich deinem Freund helfen willst, in dem Moment, wo die größte Angst da ist, weil das jetzige Leben aufhört. How could we begin to do that now? Und wie können wir jetzt damit schon anfangen? With the people we love. Mit denen, die wir lieben. And start talking with each other. Und dass wir anfangen, mit ihnen darüber zu reden. About the amazing things that we're doing now. Über die unglaublich tolle Dinge, die wir jetzt gerade tun. And maybe then our questions will change about how we can help the person who is dying in front of us. Und vielleicht werden dann die Frage etwas verändern, wenn wir bei der Person sind, die jetzt dann gerade sterben wird. So then let's think about how can we help our friends right now. Und lass uns darüber nachdenken, wie wir die Freunden jetzt helfen können. How can we help the strangers that we don't know right now? Und wie können wir die Fremden helfen, die wir jetzt nicht kennen?
so that we can have a better chance to help somebody at the time of their death. um dann nachher eine bessere Chance zu haben, andere zu helfen, genau in dem Augenblick des Todes. And we could start to gravitate, start going towards more positive actions in our life. Und das hilft uns, dass wir dann immer mehr zu positiver Aktionen in unserem Leben, das führt uns immer zu mehr positiver Aktionen in unserem Leben. How can I calm people down now? Also wie kann ich Leute jetzt beruhigen? And now is such a good opportunity for us to practice this. I'm not surprised that Geshe Michael is teaching this to us right now. How that happened. Also jetzt ist die großartige Gelegenheit, das wirklich zu üben. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass gerade jetzt uns diese Lehre begegnen, dass er das gerade jetzt lehrt. You know, we talk about how we wrote the Heart Sutra, we wrote the Lam Rim, and we are reading what we wrote now. Also wir haben das Heart Sutra geschrieben und wir haben das Lam Rim geschrieben. Und jetzt lesen wir das, was wir selber geschrieben haben. It is more clear to me that this is truth now. Also es wird mir immer klarer, dass das wirklich wahr ist. So, I don't know. I mean, maybe there's a question now from what I say already. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine Frage jetzt über das, was ich gerade gesagt habe. Or should I just keep going? Oder I would have a question. May I ask? Yes. You said with the teachings we should help everybody. I have a question because my mother, for example, she's very religious. She's Catholic, and she's a very, very kind person. Does a lot about others, for others. Nice. Very much. But also, ich habe eine Frage und es geht um meine Mutter. Sie ist ja sehr religiös und sie ist ja eine sehr, sehr großzügige, freundliche Frau und macht sehr vieles für andere. But the word Buddhism is basically, she's freaking out, so I cannot tell her anything about it. Also, und wenn sie dann etwas über den Buddhismus hört, dann wird sie ja so ein bisschen verrückt und sie will eigentlich gar nichts darüber hören. But you are able to talk about her kindnesses with her. Also du Of course, yeah. Yes. kannst ja mit ihr über die Freundlichkeit, über die Güte mit ihr reden. Ja, das geht. And what teaching of Buddhism do you wish that you could share that you feel you cannot? Also welches Teaching oder welche Unterweisung möchtest du gern mit deiner Mutter teilen, wo du das Gefühl hast, das geht jetzt gerade nicht? What I would like to share is the similarities. So there are so many things that she's doing and I'd like to do, but it's not so different. There's, you know, there are very similar things we do. Also was ich gern mit meiner Mutter teilen möchte, sind diese Gleichheiten zwischen diese beiden Religionen oder Glaubensrichtlinien, weil das sind eigentlich die gleichen Dinge, die wir tun und beide tun wollen. Mm-hmm. I was also brought up Catholic. Also ich bin auch katholisch erzogen. And my parents were Orthodox Catholic. Und meine Eltern waren orthodox katholisch. Today is a holiday. Heute ist ein Feiertag übrigens. And my mother was the most extraordinary, I call her the mother of compassion. Also meine Mutter war unglaublich, sie war so die Mutter des Mitgefühls. And it was a lot of fun to communicate with her the similarities of just love and kindness. And I think if you come from this point of view, how it is similar, you are saying that. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel Freude bereitet, die gleichen Dinge mit ihr zu diskutieren, wie Liebe und Mitgefühl. You will find that differences don't matter. Und es gibt einige Unterschiede und ja, vergiss die jetzt derweil mal. You can share the deeper aspects of what it means to be kind. You could talk more and more about one thing.
Und du kannst mit ihr die tieferen Aspekte teilen, wie man freundlich ist. Und then that's the connection. das ist dann die Verbindung. I remember once, it's kind of a silly story. Also ich erinnere mich, es ist ein bisschen eine komische Geschichte. Many years ago, my mom was in the hospital. Also viele Jahre her war meine Mutter im Krankenhaus. And I thought, oh, I didn't know. I said, maybe this is good time to talk about next life. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es jetzt eine gute Idee und ein guter Moment, über das nächste Leben zu reden. But her understanding of next life was heaven or hell. Und ihr Verständnis über das nächste Leben war der Himmel oder die Hölle. Okay. But still next life. Aber immer das nächste Leben. So we start to just talk about where are you going next? Und wir haben dann einfach angefangen, darüber zu reden, okay, wo gehst du nachher hin? I didn't need to go any further, but she understood she is going somewhere next. Und It was not the end. Und da habe ich gar nicht viel reden müssen, weil sie hat das verstanden, wir werden nachher irgendwo anders hingehen. Und das war nicht And at one moment I say to her, because we are in the hospital and she is sick, right? Her body is sick. Und einen Moment, sie war ja im Spital oder im Krankenhaus und sie war ja krank. And I ask her, I says, when you go to heaven, of course, because she is extremely kind, she has to go to heaven. Und da habe ich sie gefragt, wenn du in den Himmel gehst, da gehe ich von aus, weil du natürlich extrem gutmütig bist und großzügig. I say, what will you look like? Will you be bringing this sick body to heaven? Und dann habe ich gefragt, wie wirst du dort ausschauen? Wirst du diesen kranken Körper dort in den Himmel mitbringen? And of course she says, no way, I don't want this body there. Da hat sie natürlich gesagt, oh nein, nein, überhaupt nicht. Ich will diesen Körper dort nicht haben. We begin to talk. What would you look like? Und dann haben wir angefangen zu reden, aha, wie willst du dann dort aussehen? This plant amazing seeds for her and for me. Und das macht unglaublich gute Samen für sie und auch für mich. Get creative how you can talk about it. No, you know the people that you are talking to and you can use it. And if you only say a little bit, it's extraordinary. Also du kannst ja wirklich sehr kreativ sein. Du weißt ja, mit wem du darüber redest. Und genau, und das macht extrem gutes Karren. Is there any other question, Marcus? Gibt es noch eine andere Frage? Not on Facebook right now, but maybe there will Good. come some. So maybe Okay, we can good. take some No from the questions is good. That means it's Also momentan gibt es keine Fragen in Facebook, aber es gibt noch eine Liste, die wir haben. So there were some other questions that were asked before. Also es gibt einige andere Fragen, die vorher schon mir gestellt worden sind. And this one was interesting. Somebody mentioned about a near-death experiences. Und da kam eine interessante Frage über eine Nahtoderfahrung. And somebody asked that people speak about positive, beautiful near-death experience. Und die Frage geht darum, Menschen, die das erfahren haben, diese Nahtoderfahrung, die sprechen über irrsinnig schöne und positive Erfahrungen. And we talk often in the scripture Und in den Schriften reden wir about how painful it is and how fearful it is and how difficult the time of death is. Also in den alten Schriften reden wir darüber, wie schmerzvoll es ist, wie schwierig es ist und auch wie angstvoll es ist. Like, how are you even going to think of the kindness you did in such pain, when you were in such pain? Also wenn ich da diesen Todesschmerz habe, wie kann ich dann überhaupt über diese guten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, nachdenken? So how come people can describe a near-death experience as beautiful light and I don't know, they didn't explain which details, but beautiful experience, they say. Also da stellt sich jetzt die Frage, wie können dann Menschen genau in diesem Moment des Nahtoderfahrung so schöne, wundervolle Gedanken haben und sie sehen da so ein weißes Licht und irgendwie ist das alles sehr positiv.
So again, I bring you to something today Und wir werden jetzt heute noch was besprechen in your life, in unserem Leben. maybe with family or partner or friend, Also mit Familie, mit Partner oder mit Freunden. and you are both together Und wir sind alle zusammen. and you are in a situation and something happens, something, a very strong experience happens, like the tree falls down and the wires on the street shut off all the lights. Und, This happened the other day here in New York. und wir sind alle zusammen und sitzen gemeinsam und dann plötzlich passiert etwas total Schlimmes, wie zum Beispiel ein Baum fällt um auf die Elektrizitätsleitungen auf der Straße. Genau, das ist gerade eben in New York passiert. And the two people have the similar experience, but they now talk about it in two different ways. Und dann geht es darum, es sind zwei Menschen, die die gleiche Erfahrung haben, reden beide aber unterschiedlich über dieses Thema. One person afraid they will not hear the news update Und that die we eine get Person, every day. die hat ein bisschen Angst davor, dass sie jetzt die letzten Neuigkeiten in den Nachrichten jetzt nicht hört, weil die hört sie jeden Tag. You know, about the health crisis and what we're supposed to do. They were afraid they will be disconnected from this news. Und dass man die letzten Neuigkeiten oder Nachrichten über diese ganze Gesundheitskrise nicht mitkriegt. Und ja, der hört einfach jeden Tag die Neuigkeiten und hat jetzt Angst, etwas zu versäumen. Und dann fühlt er sich vielleicht nicht mehr sehr verbunden mit der Welt. And then the other person was very happy to not have to be so connected in this news and to have a real moment of quiet during this lockdown time. Und dann gibt es ja die andere Person, die eigentlich sehr froh ist, dass sie jetzt gerade keine Nachrichten bekommt über diese ganze Gesundheitskrisen und über diese ganze Ausgangssperre und diesen Lockdown. So this is just something happened the other day, reminds me that if somebody have beautiful near-death experience is something from seeds of past. Und das ist mir so gerade eingefallen. Das bedeutet, wenn jemand so eine Nahe-Tod-Erfahrung hat und es etwas Wunderschönes ist, dann bedeutet das, das muss zusammenhängen mit seine oder ihre Samen aus der Vergangenheit. And we have proofs of this difference in our lives all the time. Und wir haben die Beweise in unserem täglichen Leben die ganze Zeit. So the question is, how can I create a beautiful death experience, which seems a crazy question, but it's a question we are asking. Und jetzt ist die Frage, wie können wir eine wunderschöne Todeserfahrung pflanzen? You tell me. Excuse me? You tell me. Somebody tell me, how can you have that beautiful, what do we, how can we create this? Also wie können wir das jetzt erschaffen, dass wir eine wunderschöne Todeserfahrung bekommen? Das ist jetzt meine Frage an euch. Ihr erzählt es mir. Any idea? Hat jeder eine Idee? Well, it's like whatever you want to have, you give first, right? Also es geht um das, was du haben möchtest, gibst du zuerst jemand anderem. So if we have somebody around us who is just to make it like as pleasurable as possible for the dying process, to make it as comfortable as possible for that person. Also wenn wir jemanden um uns herum haben, dann versuchen wir es einfach so gut es geht, dass sie es so schön wie möglich haben und so komfortabel wie möglich zu haben. Suddenly now we have different motivation to be helping others with the dying process. Und jetzt plötzlich haben wir eine andere Motivation, wenn wir jemand helfen wollen in ihren Todesprozess. If I can have a better transition from this life to the next life, myself, also wenn ich jetzt einen besseren Übergang haben kann von diesem Leben ins nächste Leben für mich selbst. And that will help me to make sure I come into next life to get these same teachings. I want to still receive teachings next life.
Und das hilft mir, dass ich, wenn ich ins nächste Leben ankomme, dass ich wieder diese Lehren und Unterweisungen bekomme in mein nächstes Leben. Und das hilft mir natürlich wieder weiter. And how do I also help people with the pain they are feeling today, not only at the time of death? Und wie kann ich Menschen jetzt bei ihren Schmerzen helfen, die sie jetzt gerade heute erfahren und nicht nur zum Todeszeitpunkt? So yeah, it's like it's like the diamond deal, right? Ein bisschen wie der Diamantentrick. Okay. Will I have a positive experience? Will it be a negative experience? Wird es eine positive Erfahrung sein oder wird es eine negative Erfahrung sein? So how do I start working with that now, Also today, right now? wie kann ich jetzt damit aufhören, so zu arbeiten? Heute, jetzt. And we do that first with our wisdom. We know of emptiness. We have to apply our emptiness understanding. Und das können wir heute machen mit dem Wissen von Leerheit und mit dem Verständnis von Leerheit. And to try to think about how I can plant the seeds today to make these things, to make sure these things flower in the end of my life and next life and the next. Und da geht es um diese Blume, die dann am Ende dieses Leben und im nächsten Leben, im Bardo und ins übernächste Leben aufgehen wird. I think I got all the questions, Marcus, did I? That they mail in? Yeah, they are in the email, yes. So did I answer? So, ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen, die ich per E-Mail gekriegt habe von Markus, habe ich jetzt beantwortet. Gibt es noch andere offene Fragen? One thing somebody said was, if my thought at the last moment determines my next life. Oh, da fällt mir noch was ein, wenn ein Gedanke im letzten Moment des Todes mein nächstes Leben bestimmt. Right. Richtig? And then we are told to talk to somebody in the bardo at that time. Und da haben wir ja gelernt, dass wir mit jemandem, der gerade im Bardo ist, dass wir mit denen reden können. But if the last thought that I had determines where I am going, why should anybody talk to me and try to help me to get further? Und es ist jetzt so, in a good way to next life, right? Und wenn ich jetzt am Ende meines Lebenszeitpunkts des Todes einen Gedanken habe und dieser Gedanke schießt mich quasi ins Bardo und nach ins andere Leben, wie hilft es mir dann, wenn ich mit Leuten ins Bardo spreche, dass da noch die nächste Wiedergeburt verändert werden kann? Was kann ich da machen? This brings to mind a few things for me personally. Also da fallen mir gerade so ein paar Dinge ein. And I again think of people around me that are struggling really, really hard right now. Und ich denke da gerade an Menschen, die es gerade richtig, richtig schwer haben in diesen Zeiten. And maybe in the ways that I am helping them, I feel that they cannot, they are not listening. They don't understand. I don't know what to say. Und ich versuche, diese Menschen um mich herum zwar zu helfen, aber ich habe das Gefühl, sie hören mir nicht zu und ich würde sie aber gerne helfen. Or like Barbara, you say, they come from different religious background. Oder diese Menschen kommen natürlich von unterschiedlichen religiösen Hintergründen. So even if I am feeling they will not hear me, they will not understand, they will do nothing with what I am saying. Also wenn ich das Gefühl habe, diese Menschen verstehen mich nicht, die hören mich nicht, sie tun irgendwie nichts mit dem, was ich ihnen gerade sage. I ask you, should I do nothing? Dann ist die Frage, soll ich jetzt überhaupt nichts machen? Of course, we should do something. Also natürlich sollten wir irgendetwas machen. Maybe one little word Also vielleicht ein winziges Wort gets heard. hören Sie dann.
we keep helping others with this kind of, because we know of the truth of how it works. Also wir wissen über die Wahrheit und wie wir helfen können und wie es funktioniert auch. So we keep reminding them of these kindnesses that they do. And it could be the case that their mind opens just that moment. Und wir erinnern sie einfach ständig daran, an die guten Dinge, die sie getan haben. Und vielleicht in dem Moment öffnet sich dann gerade dieser Samen. We don't leave our friends and our loved ones when they are not listening to us, when they are in pain. Also wir verlassen unsere Freunde und unsere Familie natürlich nicht in dem Moment, dass sie sehr viele Schmerzen haben. We do not know that they hear us Und wir wissen auch nicht, ob sie uns wirklich hören oder nicht, when they are living, wenn sie leben. but we keep trying. Aber wir versuchen es ständig. And we ourselves must listen to others when they are helping us. Und wir sollten auch andere Menschen zuhören, wenn die uns wiederum helfen. And Barbara, I say to you, listen to others when they have their own beliefs. Und Barbara, auch für dich, höre auf die anderen, wenn die ihre eigenen Beliefs und Glaubenssätze haben oder glauben. And to help them in that understanding. And this is how you can help your mom better, because you will be listening. Also wenn du zuhören wirst, wirst du auch deiner Mom damit helfen können. I see there's a question, Marcus. Ich sehe, da ist gerade eine Frage. Yeah, there was a question on Facebook but why is Geshe-la teaching us then that everybody goes through the same stages of death when it can be different? So somebody understood that. Different in what way, I would have to ask. Okay, I will check. Okay. Also ich übersetze die Frage mal, warum Geshe-la uns lehrt, dass jeder durch die gleichen Stadien des Todes geht. Also was ist jetzt da irgendwie der Unterschied? Die Frage ist jetzt irgendwie nicht ganz klar und der Markus wird das jetzt nochmal überprüfen. Just in general, I am thinking, I am born and we go through certain stages in our life. I am now toddler. I am now teenage. I am now adult, elderly, blah. Same, right? Und es geht ja, ich denke jetzt nur so ein bisschen im Allgemeinen. Wir gehen alle durch die gleichen Phasen. Wir werden geboren, wir sind Kinder, dann sind wir Teenagers, dann werden wir erwachsen, dann werden wir älter. Und das sind ja auch so Phasen, wo quasi jeder durchgehen muss. And that continues even in our death. There's a certain process that is very similar in all of us. And then to how we are born again. Und dieser Prozess setzt sich fort, auch wenn wir sterben oder im Sterbensprozess. Und wie wir dann wieder wiedergeboren werden, das wird sich ja so fortsetzen. Und diese Stadien sind dann schon sehr ähnlich. But we all know our experiences of that is very different. Und wir wissen natürlich jetzt alle, die Erfahrung, wie wir die Dinge erfahren, ist für alle Menschen komplett unterschiedlich. But let's see what differences they are speaking of. Aber lass uns jetzt noch mal kurz checken, über welche Unterschiede die jetzt reden. Oder die Person, die die Frage gestellt hat im Facebook. I didn't get any answer right now, so let's see. I think in general, I mean, the body and how we progress in life, our different stages, include those stages of death. Also es geht im Allgemeinen so, diese ganzen Stadien, die wir durchlaufen während des Lebens und auch beim Todesprozess, darum geht es ja. So, and the seeds that I plant today will determine my experience. Und die Samen, die ich heute pflanze, werden meine Zukunft bestimmen. There's another question. Okay, da kommt noch eine nächste Frage. Marcus, you want to read that? Sure.
how long are you in the bardo after death? Can it happen that we stay in it for a very long time? If we do not realize that we have died. Also die Frage ist jetzt, wie lange sind wir im Bardo nach unserem Tod? Und kann es passieren, dass wir für sehr, sehr lange Zeit im Bardo sind, wenn wir nicht, wenn es uns nicht klar ist, dass wir gestorben sind? We would have to say that the perception of time could be different. Also wir müssen jetzt voraussagen, dass die Wahrnehmung der Zeit unterschiedlich sein kann. First, we have to go back to agree that time is a perception as well. Also da müssen wir jetzt davon ausgehen, dass Zeit auch eine Wahrnehmung ist. And then from that point of view, that time is a perception. Also von diesem Standpunkt aus gesehen, dass Zeit eine Wahrnehmung ist, then my 7 days could be one day to another. We could not say also that, kann es sein, dass meine 7 Tage einen Tag für jemand anderes ist. Wir können jetzt nicht sagen, dass. They say in the scripture the 49 days is the general cycle into the next life that you will take after the bardo. Also in den alten Schriften steht ja geschrieben, dass es 49 Tage sind, die wir dort verweilen, bevor wir ins nächste Leben gehen. And they talk about every 7 days where there's this dramatic change happening within the 49. Und da reden sie immer über diese 7 Tage, die dann immer wieder wiederholt werden, innerhalb von diesen 49 Tagen. The question to me, I wonder why one would ask. Also die Frage, maybe there's some more meaning to why they are asking this question. Excuse me, I didn't get it. If we are wondering how long it takes to another life, I hear another question in this. Do I have more time to do something when I'm in the bardo? Or what do I have to look out for? I think there is something more to this question. Also die Frage, die soeben gestellt worden ist, wie lange ich mich ins Bardo befinde nach meinem Tod, da kommt bei mir noch eine andere Frage auf, wo vielleicht noch tiefer nachgefragt werden könnte. And since the mystery around talking to someone who you cannot see, or we cannot really see what we will look like now, there must be something else in our questions that can help us. You have a question in a general, for a general thing. I want to know how it can help you to know this, and then we could work from there. Und es ist so ein bisschen ein Mysterium, wie wir einfach mit jemand reden können, den wir nicht sehen. Und da müssen wir jetzt einfach noch tiefer darauf einsteigen. Da müssen wir tiefer weiterfragen. My goal would be to get quickly out of that bardo to the next life, wouldn't it? Also mein Ziel wäre es, schnell aus dem Bardo wieder rauszugehen ins nächste Leben. So when I think, can it go on longer? I hope not. Also wenn es jetzt länger gehen würde, was ich jetzt nicht hoffe. It's not a good place to be. Also es ist kein guter Platz zum länger verweilen. So how can I make my experiences today? Also wie kann ich meine heutige Erfahrungen? And then I can make my bardo different in some way. I don't know. It's a mystery what I will look like then, but I can see what I look like now. Und durch diese heutigen Erfahrungen können wir ja vielleicht beeinflussen, wie wir nachher im Bardo ausschauen werden. Ich weiß es nicht. Wir werden Do I want this suffering to go on longer than they tell me it should? Excuse me? Do I want my suffering to go on longer than they tell me it should? Also möchte ich, dass mein Leiden länger anhält, länger dann denn es eigentlich sollte? So let me work to change that. Also lass mich daran arbeiten, das zu verändern. So I see we only have a little bit of time left. Also ich sehe, wir haben noch ein wenig Zeit übrig. Although I can keep talking for a long time.
Obwohl ich noch länger weiterreden kann. I don't know if there's something you all want to hear before we close this, if there's anything that can help you in your next week. Oder gibt es noch etwas von eurer Seite, was euch für die nächste Woche zum Beispiel helfen wird? I would like to ask a question. Also Markus möchte gerne noch eine Frage stellen. I was wondering because I was thinking about the Bardo beings. Also ich habe mir Gedanken über diese Bardo-Wesen gemacht. And I remember of teachings that it says they have some kind of body. Und ich erinnere mich an diese Unterweisungen, dass sie so eine Art Körper haben. And also when they reincarnate as a human. Und wenn sie nachher als einen Mensch wieder reinkarnieren, then they are attracted from the sexual contact between the parents and go into the womb. Und die werden dann von den sexuellen Aktivitäten von ihren Eltern dann angezogen und gehen dann in die Gebärmutter rein. So my question is, does the Bardo being has to die somehow with the body in the Bardo realms? Und meine Frage ist jetzt, muss das Bardo-Wesen sterben, um in seine nächsten Wiedergeburt zu kommen? In order to take the next one. Yeah, in order to take the next one, yeah. Um die nächste Wiedergeburt aufzunehmen. Absolutely. I mean, the form could be changing all the time in the Bardo, right? From the different 7 days and so on, they say. Deine Form kann sich ja im Bardo sogar verändern nach jedem 7-Tagen-Zyklus. And each one kind of resembling the next place you will go. Und And where you come, right? Jeder bestimmt dann quasi das nächste Leben, wo du hingehen wirst. How did they say it in the text? It's the life before the next death. And they're talking about the death after the life you take after the Bardo. Und in den Texten sprechen sie dann über die Person zuvor. Das bedeutet aber, die Person, kurz überlegen, nach unserem nächsten Tod. But let me ask you, Marcus, if I am in some sort of formless place, then we're not talking what kind of body I am changing, right? Yeah, formless beings don't have anybody. What I know. Right. Yeah. Right. Über das formlose Reich, wo die Wesen ja keinen Körper haben, keinen physischen Körper. And they don't go to Bardo realms, what I know. Und You would describe it maybe differently. Yeah. die So, excuse me. Und die Wesen, die im formlosen Reich geboren werden, die durchlaufen kein Bardo, weil die keinen physischen Körper haben. So I don't know why for me I think of the mental process so much more than the physical. Und ich denke eher My mind at the time. Ich denke eher nach über meinen mentalen Prozess und nicht über den physischen Prozess. Es geht ja um den Geist. And I think the more meditations we can do on visualizing ourselves as future Buddha. Und je mehr Meditationen wir machen und durchführen und wir visualisieren unseren eigenen zukünftigen Buddha. And the more seeds that we can plant to take care of the bodies of others now. Und je mehr wir uns um andere Menschen kümmern, um die Körper anderer Menschen kümmern, jetzt, in der jetzigen Zeit. How amazing we are calling the nurses and the doctors, the front line in the war zone right now, taking care of the bodies of others. Amazing. Also wenn wir zum Beispiel uns anschauen, die Ärzte und die Krankenschwester, wie sie sich um die Körper von anderen Menschen kümmern, das ist ja wirklich großartig, jetzt so quasi an der Front. And the way that we protect life. Und die Art und Weise, wie wir Leben schützen. My question is, how can this then help us when we're in the Bardo in that idea of the different bodies we take on and how we can, make it a little less
I don't know, less struggling, less challenging, so that we can assure that the body we take in the life that we come will be human and a good one too. Und da können wir darüber nachdenken, wie es sein wird nachher in der Bardo, wenn wir dann die verschiedenen Wesen annehmen im Bardo und wie uns das dann hilft im nächsten Leben nach dem Bardo. And be more looking towards the inner, the mind. Und wir schauen uns einfach immer so nach innen auf unseren Geist. Don't know if that answered your question, but anyway. Also ich hoffe, das beantwortet jetzt deine Frage. Yeah. I think the best thing we can do, and for me, again, I just want to say it's extraordinary that we have this particular teaching now while we are all going through this health crisis. Also es ist wirklich das Allerbeste und Allerschönste, dass wir jetzt gerade haben, dass wir jetzt diese Teachings haben, wo wir alle gemeinsam durch diese Gesundheitskrise durchgehen. And to be thinking, how can we make it more real to today? Not only worrying about the death, you know, what do we do when we get there? Let's prepare that now. Und wir können darüber nachdenken, wie wir das wirklich jetzt anwenden und nicht nur für später quasi aufheben, für den Zeitpunkt des Todes, sondern jetzt schon wirklich damit arbeiten. And then how can, because of our understanding, how can we also then help others with this knowledge so that they can hear it in their way? Und mit diesem Wissen können wir natürlich auch anderen Menschen helfen, dass die es auch wieder auf ihre Art und Weise verstehen und anwenden können. So I've been, instead of thinking, oh, I have to wait till somebody is on their deathbed to talk to them about the good things they've done, I want to start now. And it has come up a lot during this time, especially here in New York. Also anstatt jetzt zu warten, bis jemand in unserer Umgebung jetzt stirbt und auf dem Todesbett liegt, wo wir dann dort wirklich helfen können, ist es jetzt wirklich gut, dass wir jetzt helfen, in genau diese Zeit, wie es jetzt ist. Und in New York ist es schon auch sehr speziell jetzt gerade. I don't know what's happening in Germany. I am sure the same. I don't know. But every day people are rejoicing. They are singing at a certain time to all the people who are protecting life. Every day someone's rejoicing. Together, same time. Amazing. Und es ist ja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in New York ist es so, dass viele Menschen wirklich täglich zu einer bestimmten Zeit, dann singen sie und rejoicen sie und das ist wirklich total schön. Es ist richtig traumhaft schön. Sometimes I forget and I am usually home because we're all home and I hear this noise. I'm like, what? All of a sudden noise and then, rejoicing time. Und manchmal, wenn ich zu Hause bin oder ich bin jetzt natürlich viel zu Hause, vergesse ich auf diesen Zeitpunkt und dann bin ich beschäftigt und dann höre ich dieses Geräusch und dann denke ich mir, jetzt ist es Zeit zum Rejoicen und dann mache ich das. So it's a really good time to remind our friends, our loved ones, the strangers around us about all the good things that people are doing, because it's up to us to sustain this after this crisis. Und es ist jetzt also die beste Zeit, alle Leute um uns herum, unsere Freunde, unsere Verwandte, auch die Fremden um uns herum, wirklich daran zu erinnern, welche gute Dinge wir getan haben, damit wir das wirklich auch nachher fortführen, weil das ist wirklich etwas Großartiges. And to please every day be thinking of your own kindness and the good thoughts that you are having, and maybe even the ideas you are having to help others right now. Also bitte denkt an eure eigenen gute Taten und freut euch darüber und freut euch auch über die Gedanken, wie ihr andere Menschen helfen könnt. Mm-hmm. I have a not-for-profit health institute here in New York. Also ich habe ein Gesundheitsunternehmen hier in New York. And I have too many ideas for programs right now because we can see and I am driving everyone crazy with new ideas. Und ich habe momentan in dieser Situation extrem viele Ideen, wie wir Menschen helfen können. Und ich mache in meiner Umgebung schon alle Leute verrückt, weil ich so viele Ideen gerade habe.
So how can we have too many ideas, right? So let's do that. You have it. Rejoice about your ideas because you are taking the teachings to help others. Extraordinary. Also freut euch über all diese Ideen und wir werden mit diesen Lehrreden andere Menschen helfen und das ist ja wirklich etwas Großartiges. So it is up to us. Also es ist an uns, es zu tun. And I know you guys are doing some beautiful work over there. Und ich weiß, ihr da drüben macht sehr tolle Arbeit. And I would love to hear more about your rejoicing of the kindnesses that you are doing. I would love to be able to rejoice on the kindnesses you are doing. Und ich möchte gerne mehr teilhaben daran, an die guten Dinge, die ihr tut, dass wir das gemeinsam rejoicen können. So please share them with me so I have more to rejoice about. We need it. Also bitte teile sie mit mir, weil dann hat jeder mehr zu rejoicen und zu widmen. Und das brauchen wir in Zeiten wie diesen. Yeah. So thank you. Also vielen Dank. Is there anything else before we? We have 2 questions more. Let's see if we can do it. Frage? There is one question. I try to translate it in English. If we are not stuck on the back of a womb as a Bardo being, in what way are we reborn? Is this a birth in a miracle way? If so, what does that mean? Okay, So, I put it in the chat for you in English so you can read it. okay, thank you. also ich werde die Frage kurz auf Deutsch vorlesen. Wenn man nicht auf der Rückseite eines Mutterleibes als Basewede hängen bleibt, auf welche Art und Weise wird man dann wiedergeboren? Ist das eine Geburt auf wundersame Art und Weise? Wenn ja, was heißt das? There are different ways to take birth. Also es gibt verschiedene Art und Weise, eine Geburt anzunehmen. So then at that time, it would be either the miraculous birth, born from a womb, born from an egg, born from moisture. Have you learned that in this course or it came up before, right? Not this course, but before we. Also es gibt ja verschiedene Art und Weise, wie wir geboren werden können. Zum Beispiel auf wundersame Art und Weise aus einem Ei in eine Gebärmutter. Das haben wir zwar jetzt nicht in diesem Kurs gelernt, aber in andere Kurse. So their question is, what does that mean? You would say that what determines the next birth would be the seeds that we're planting now. But I'm not so sure that's the question. Also jetzt ist die Frage, was sind die Samen, die wir jetzt pflanzen müssen, um die nächste Geburt irgendwie jetzt mitbestimmen zu können. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Frage ist. Did they want to know where they get stuck if they're born from an egg or born from moisture? Like we say, you're in the womb and then... Oder wollen Sie jetzt wissen, wie es sein kann, dass wenn man in der Gebärmutter oder in dem Mutterschoß gefangen ist? When you are ready to take that next life and that next form, it will happen. Oder wie du das nächste Leben oder deine nächste Form annimmst. And we need to worry now to plant the seeds of which life we want. Und, Let's not worry when we get there. und wir sollen uns jetzt darum kümmern, um jetzt die richtigen Samen anzulegen für unser nächstes Leben, weil wenn wir dann schon im nächsten Leben sind oder im Bade sind, dann ist es etwas zu spät dafür. I see the next question, Marcus. Maybe it's from the same person. Und It's a different person. It's a different person. Oh, okay. So the one about, I finally figured out how to get those questions up there. Thank you. Shall I read it for you? Sure, I like that. okay, da gibt es noch eine weitere Frage und Markus wird sie jetzt vorlesen. As a Bardo being, I'm able to do some miracles. Also, How can I plant some seeds in this life to be able to talk the way relatives to my relatives as Bardo being, to give them comfort and to remind them what good deeds I have done? also That's the German underneath. Okay. As far as we've been learning in the scriptures, soweit wir in den alten Schriften gelernt haben,
there is a mention of how you cannot speak. People cannot hear you when you are speaking. Also da wird erwähnt, dass wenn ich spreche, die Leute mich nicht verstehen können. And I just want to go back to the idea of don't wait till the time of death to do your practice. Und ich möchte jetzt kurz dazu zurückgehen, dass du jetzt nicht wartest mit deiner Praxis, bis es soweit ist, bis du dann im Sterben. Why don't you remind the people around you right now of all the good things you're doing? But let's start with first reminding them of the good things they do. Und wir werden Now. Genau jetzt in dem Moment versuchen, die anderen Menschen um uns herum an ihre gute Dinge zu erinnern, die sie getan haben, genau zum jetzigen Zeitpunkt. And to share the good things that you are doing now in a way that, like I ask you, tell me good things you do so I can rejoice. Und jetzt ist die Frage, wir sollen auch unsere guten Taten teilen mit anderen Menschen, weil wie ich euch vorhin gefragt habe, ich habe euch gefragt, was habt ihr Gutes gemacht, damit wir gemeinsam das widmen können und uns darüber freuen können. Not to brag about myself or to talk only like I am such a great person, not that. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt sagen will, boah, ich bin so ein toller Mensch, weil ich so viele gute Dinge getan habe. But to share these goodnesses because it is sweet for us to all talk about the kindness and the good stuff we do. Und es geht darum, dass es einfach schön ist und eine sehr sanfte Praxis, diese schönen Dinge zu teilen, die wir alle machen für andere Menschen. I don't think I would wait till I'm in the Bardo to try to give this message to my family and friends. Also ich möchte lieber nicht warten, bis ich im Bardo bin und dann diese Botschaft meine Verwandten und meine Freunde zu geben. And keep giving comfort to those who are suffering now, so you will have the seeds to see your family not suffering so much when you are in the Bardo. Und ich möchte jetzt die Menschen um mich herum unterstützen, wenn sie leiden. Und ich möchte jetzt wirklich nicht damit warten, bis es soweit ist, dass ich selber im Bardo bin. Was there another question? One last question I have. Geshe talks about the different bodies Bardo beings have, and then we know in which kind of reincarnation they go. How does someone look like? How is being born as human again? I didn't get this. How does someone look like? How is being born as a human again? I don't get this really, what this meant. Also ich glaube, die Frage geht darum, dass Geshe spricht über die verschiedenen Körper, die Bardo Beings annehmen, während sie im Bardo sind, bevor sie dann wieder reinkarniert werden in ihr Leben. Und wie schaut jemand aus, der wiedergeboren wird als ein Mensch? Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Yeah. Your question is about the result. As a result, what is the result of today, what I will look like in the Bardo tomorrow? Also es geht um das Ergebnis, also was ist das Ergebnis von den Samen, die ich heute anpflanzen? Was ist mein Ergebnis dann nachher im Bardo? And also what I will look like then is the cause for what I will be later. Und wie ich im Bardo ausschaut, wird dann nachher die Ursache sein, wie ich dann in meiner nächsten Reinkarnation ausschauen werde. Richtig? So this is the cause to the result. The result is the cause for the result. The cause for the right? Going like this. May I ask directly? Yeah. Okay, Rosemarie wird selber sofort fragen. So one second. So then we have to hold on 1 second. So then what we have to be focusing is not what will I just in general. Let's focus at the cause. So if your question can clarify at the cause. Geshe is describing in the video that, for example, someone who is going to be reborn as an animal in the Bardo, he has a body who looks like smoke. Also Rosemarie, lass mir das kurz übersetzen. Ah ja. Also Geshe spricht in seiner Lehrrede darüber, dass wenn jemand
in dem Bardo oder beziehungsweise wenn jemand als Tier wiedergeboren wird, dann schaut er im Bardo aus wie so Rauch. Yeah, yeah. And he's also describing, I hope I didn't get it, but that's why I'm asking, if somebody is being reborn as a human again, how does he look like in the Bardo? Und wenn jemand als Mensch geboren wird, wie schaut er dann aus in dem Bardo? Genau, das ist die Frage, wie schaut er im Bardo aus, wenn er jetzt als Mensch wiedergeboren wird? Mhm. There are some specifics to like smoke-like, light-like, fire-like, and different things that are in the death process that there are hallucinations that we see as we're dying as well. Also da gibt es so spezifische Dinge, wie wir ausschauen werden. Und das findet ja schon beim Todesprozess statt. Das heißt, wir können Bardo gehen. The Bardo is mysterious for us. Und das Bardo ist ein Mysterium für uns. And when these kind of questions come, we have some authoritative sources of information of what these beings look like. Und wenn natürlich diese Frage kommt, dann haben wir schon Informationen, wie diese Wesen ausschauen. But it is not our own experience that we recall, maybe. Und da geht es nicht um unsere eigenen Erfahrungen oder woran wir uns erinnern. So I like to think about, then why do I ask the question? Like, how would it be helpful if I knew what I looked like before my human birth? Since I can't really give the answer. And I know in the scripture there is a list, and we could look at that again. It doesn't come to my mind clearly about what's the exact visual. But to help you now, I say, why would I want to know what I look like before I take the human birth? How would that help me? Und es stellt sich jetzt die Frage, warum möchte ich das wissen, wenn ich als Mensch wiedergeboren werde? Warum will ich wissen, wie ich im Bardo ausschaut? In den Schriften gibt es da eine bestimmte Liste, die ich jetzt gerade nicht so klar im Kopf habe, aber wir können uns die gerne nochmal anschauen, wenn es hilft. Aber die Frage stellt sich, wenn ich als Mensch wiedergeboren werde, warum ist es wichtig zu wissen, wie ich im Bardo ausschaut? And then once I figure out why it will help me, then I can work with something on that level. Und wenn ich dann weiß, wie mir das helfen wird, dann kann ich natürlich damit arbeiten auf diesem Niveau. Personally, I would work with this in a meditation. Also ganz persönlich würde ich in einer Meditation damit arbeiten. And there's some beautiful practices of how you can see yourself, I mentioned before, as a Buddha, as a enlightened being already. Und es gibt ja wundervolle Meditationen, wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, wenn man sich visualisiert, wie dein eigener zukünftiger Buddha ausschauen wird. If I do many, many meditations to visualize myself, body of light, in my paradise body, also, etc. Und how I am emanating to others. Und ich mache ganz viele Meditationen, wo ich mir das selbst visualisiere, wie ich dann später mit meinem wunderschönen Lichtkörper in mein tolles Paradies sitze und wie ich dann auch Körper aussenden kann zu alle anderen Wesen, um denen dort zu helfen. Das ist ja was Wunderschönes. This is planting strong seeds for me to become enlightened at the time of death. Und das ist für mich so, dass das pflanzt sehr, sehr starke Samen an, um genau zum Zeitpunkt des Todes die Erleuchtung zu erlangen. Or if I am lucky, before I die. Oder wenn ich Glück habe, noch bevor ich sterbe. This I want to know what I look like when I am enlightened. What will I look like when I can emanate to you and sit next to you on the bus and whisper some beautiful wisdom in your ear? Also das würde mich ja interessieren, wie ich ausschaue, wenn ich dann in mein Buddha-Paradies sitze und wie ich ausschaue, wenn ich als Ausstrahlungskörper neben dir im Bus sitze und dir Weisheit ins Ohr flüstere. Das würde mich interessieren. That's where I go with that question. I want to visualize my next life, also this life, how I can be today for others. What will I look like
when I go to help somebody. Also so würde ich jetzt die Frage beantworten, wie ich heute sein kann, wenn ich andere Leute helfe. The more watchful I can be about my own actions today, Also je achtsamer ich jetzt bin bei den jetzigen Handlungen, the more imaginative I can be about my actions when I am Buddha, emanating to Germany to walk in the beautiful forest with you. und dann kann ich mir noch besser vorstellen, wie ich dann später sein werde, wenn ich meinen Emanationskörper ausstrahle zu euch in Deutschland und gemeinsam mit euch durch den Wald spaziere, wie ich euch dort helfen und unterstützen kann. The more I can develop my mind to have this ability to be able to visualize in this way, watch myself in this way, Und je mehr ich das versuche zu entwickeln, je mehr werde ich das dann nachher einfach auch, schaue ich mir selber zu, wie ich das dann auch entwickeln werde. then maybe I will have more, I will be able to share more when I am in the bardo about what I look like then to other people. You know, like I will have that ability to do so. Und dann wird es so sein, dass wenn ich dann im Bardo bin und dann schaue ich, wie ich da ausschaue und dass ich dort dann auch weiter Menschen unterstützen kann. So we have to create the causes to even be able to have this conversation about what that might look like in the bardo. Also wir müssen jetzt diese Ursachen schaffen, damit wir nachher fähig sind, das im Bardo auch zu tun. The questions are beautiful that we want to know. What are we doing then? What do we look? What can we do? What do we look like? It's beautiful questions. Also es sind wirklich tolle Fragen, zu wissen, wie wir dann nachher ausschauen und was wir tun können. Das sind wirklich wunderschöne Fragen. And the way to develop that ability to know and to get closer to that understanding to help others is to watch how we are looking now when we act and in meditation. Und um das genau zu praktizieren, ist es ganz wichtig, dass wir uns jetzt zuschauen, wie wir die Dinge jetzt ausführen, andere Menschen gegenüber und auch wie wir jetzt auch in unseren Meditationen sind. Okay. Okay? Okay. Thank you, Venerable Junzum. Oh, thank you so Thank- much. I wish I could see everybody if everybody was. Also vielen Dank. Thank you so much. Ich wünsche, ich könnte jetzt allen sehen I hope we meet again real soon. und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. And I'm happy to answer any more if you want to contact Marcus and he can email me questions. I'm happy. But I know you have other teachers asking questions, but if there's something I personally said and you have a question about that, I'm happy to answer more. Also ich bin gerne bereit, noch weitere Fragen zu beantworten. Wenn ich jetzt die eine oder andere Frage nicht so genau beantwortet habe, könnt ihr gerne Markus schreiben. Er wird mir dann die Frage nochmal weiterschicken. And thank you for making my New York day brighter today. Oh, und vielen Dank, dass ihr jetzt meinen New York-Tag wieder ein bisschen heller macht.